Also ich heiße Derya Binischek und ich war in verschiedenen feministischen Gruppen aktiv und arbeite im Moment zu reproduktiver Gerechtigkeit und sexueller Selbstbestimmung im Moment im Gunda-Werner-Institut in der Heinrich-Böll-Stiftung. Cool. Unsere erste Frage ist immer, was deine feministische Utopie ist. Ja, finde ich gar nicht so leicht. Ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht, weil ich finde immer leichter Probleme zu benennen, als zu sagen, und das ist meine Vision, ohne dass sie irgendwie klingt wie was total Traumhaftes, was nicht zu erreichen ist. Aber ich glaube, so meine Utopie wäre, in einer Gesellschaft zu leben, in der sozusagen Selbstbestimmung eigentlich das höchste Gut ist, also in der wirklich alle die Möglichkeit haben, ihr Leben so zu leben, wie sie das möchten und gleichzeitig aber auch sich als Teil eines Kollektivs verstehen, was ja oft irgendwie so entgegengeht. Und ich weiß selber noch nicht genau, wie wir da hinkommen, aber eine Utopie ist ja auch manchmal so formuliert, dass man noch nicht genau wissen muss, wie es dahin geht, wäre eben, wie können wir uns als Teil eines Kollektivs verstehen, als Kollektiv handeln und Pläne formulieren und Probleme beheben und trotzdem haben alle Personen einzeln das absolute Recht auf ihre eigene Selbstbestimmung. So, das wäre, glaube ich, so eine Utopie. Und wenn ich so ein bisschen konkreter werde, dann und auch in dem Feld, in dem ich eben arbeite, ist meine Utopie halt oder eine Vision, dass es soziale Gerechtigkeit gibt und innerhalb das als Basis sozusagen dient für diese Möglichkeit der Selbstbestimmung, weil da sind wir eben noch nicht und dass im Themenfeld Reproduktion einfach alle Menschen so ihr Leben gestalten können, lieben können, wen sie wollen, Kinder bekommen können, wie viele sie wollen und wenn sie keine wollen, dann nicht oder auch Kinder großziehen, die nicht ihre leiblichen Kinder sind, dass das alles geht und das geht aber nur, wenn es soziale Gerechtigkeit gibt so, und wenn Ressourcen gerecht verteilt sind, genau, so, ja, katastrophal, ja, also so, dass sie da so kettenmäßig in Quarantäne waren und gar nicht raus durften. Und das war auf jeden Fall richtig schlimm. So, und es hat richtig reingehauen und ich glaube, ja, da positive Aspekte zu sehen, ist dann schwierig. Ja. Ich würde jetzt als letzte Frage noch mal ein bisschen zum Thema Utopie zurückfragen quasi. Das war die letzte Frage, die wir immer allen AktivistInnen stellen. Fühlst du dich als Teil einer globalen feministischen Bewegung? Das hast du gerade schon ein bisschen angerissen. Und was macht das für dich aus? Ja, ist eine schwierige Frage für mich, weil ich würde mich gern als Teil einer globalen feministischen Bewegung fühlen, aber ich fühle mich oft sehr isoliert und in einer eigenen Blase irgendwie verhaftet. Und ich glaube, durch Begegnungen entsteht halt so eine Verbundenheit und die Räume gibt es halt ganz selten, weil die Möglichkeiten, sich zu treffen, nicht so groß sind und auch sich auf Augenhöhe zu treffen. Ne? Und ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass durch diese Pandemiesituation, dadurch, dass jetzt Videokonferenzen zum Beispiel viel normaler geworden sind, es viel mehr möglich ist, sich zum Beispiel zu dem Thema Reproduktion zu vernetzen und Diskussionen zu haben. Und da sind dann Feministinnen aus überall. So. Ich hoffe das. Aber ich fühle mich verbunden mit den Kämpfen, so im Kopf und im Herz, aber ich habe nicht genug kontinuierlichen Austausch mit anderen feministischen Gruppen in anderen Ländern. So. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich glaube, das sollte man ändern. So. Ja. Danke, das war das gute Schlusswort.